Der Himmel wird grau und ein kalter Wind kündigt den nahenden Sturm an. Der Wind wird stärker und die letzten Blätter wirbeln über den Boden. Der Wanderer zieht seine Kleidung enger und geht mit dem Wolf weiter. Der Alpha-Wolf hebt die Nase und riecht die Gefahr im kalten Wind. Der Wanderer blickt über das Land und sucht verzweifelt Schutz. Die ersten Schneeflocken fallen leise vom dunklen Himmel. Der Wind wird stärker und der Weg wird immer schwieriger. Der Wolf wird unruhig, denn er spürt den kommenden Sturm. Der Schnee fällt dichter und die Landschaft wird langsam weiß. Der Sturm beginnt schneller als erwartet und die Kälte wächst. Der Schnee bedeckt langsam ihre Spuren im kalten Boden. Der Wanderer geht weiter, während der Sturm stärker wird. Der eisige Wind trifft das Gesicht des Wanderers. Die Augen des Wolfes beobachten aufmerksam die Umgebung. Die Landschaft wirkt riesig und leer im weißen Sturm. Jeder Schritt wird schwerer im tiefen Schnee. Der Wanderer sieht kaum noch den Weg vor sich. Der Wolf bleibt stehen und hört aufmerksam in den Sturm. Die beiden Figuren verschwinden fast im weißen Sturm. Mitten im Sturm kämpfen sie weiter gegen die Natur. Der Sturm wird stärker und dichter Schnee fällt unaufhörlich. Der Wanderer sieht kaum noch den Weg vor sich. Der Schnee bedeckt langsam alles um sie herum. Jeder Schritt wird schwerer im tiefen Schnee. Der Wanderer versucht vorsichtig, den Hang zu überqueren. Plötzlich rutscht der Wanderer auf dem glatten Schnee aus. Er verliert das Gleichgewicht und rutscht den Hang hinunter. Hart landet er im tiefen Schnee und bleibt liegen. Der Wolf rennt sofort zu seinem gestürzten Gefährten. Der Wolf schaut ihn besorgt an und bleibt dicht bei ihm. Der Wanderer versucht aufzustehen, doch sein Bein schmerzt. Ein starker Schmerz zwingt ihn wieder in den Schnee. Der Sturm tobt weiter und die Kälte wird stärker. Der Wolf bleibt wachsam neben seinem verletzten Freund. Warmer Atem des Wolfes erreicht den erschöpften Wanderer. Langsam berührt der Wanderer das warme Fell des Wolfes. Der Schnee fällt dichter und bedeckt langsam ihre Körper. Der Wanderer wird schwächer und schließt kurz die Augen. Der Wolf schaut in die Ferne und denkt nach. Plötzlich zieht der Wolf vorsichtig an seiner Kleidung. Der Wanderer öffnet langsam die Augen. Vor ihm steht der Wolf und beobachtet ihn ruhig im fallenden Schnee. Langsam erkennt der Wanderer den großen Wolf vor sich. Für einen Moment weiß er nicht, ob er träumt. Der Wolf tritt einen Schritt zurück und blickt tief in den dunklen Wald, als wolle er etwas zeigen. Mit großer Mühe richtet sich der Wanderer auf. Seine Augen bleiben auf den Wolf gerichtet. Der Wolf beginnt langsam zu laufen und schaut immer wieder zurück zu dem erschöpften Wanderer. Der Wanderer steht unsicher auf seinen Beinen, doch er spürt, dass er dem Wolf folgen muss. Langsam beginnt der Wanderer dem Wolf zu folgen, Schritt für Schritt durch den tiefen Schnee. Der Sturm wird stärker, doch der Wolf geht entschlossen weiter durch den verschneiten Wald.
Nach einer Weile tauchen große Felsen im Schnee auf und der Wolf steuert direkt darauf zu. Zwischen den Felsen entdeckt der Wanderer einen dunklen Eingang. Der Wolf hat ein Versteck gefunden. Der Wanderer erkennt plötzlich den dunklen Eingang zwischen den Felsen. Der Wolf hat ihn zu einer Höhle geführt. Der Wolf geht zuerst in die Höhle hinein und bleibt kurz stehen, als würde er den Wanderer hineinrufen. Zögernd tritt der Wanderer in die Höhle. Zum ersten Mal schützt ihn etwas vor dem eisigen Sturm. Die dicken Steinwände der Höhle halten den Wind draußen. Der Sturm klingt hier nur noch wie ein fernes Geräusch. Mit zitternden Händen öffnet der Wanderer seinen Rucksack und sucht nach trockenem Holz. Vorsichtig beginnt er ein kleines Feuer zu machen. Jeder Funke könnte jetzt sein Leben retten. Nach einigen Sekunden flackert endlich eine kleine Flamme auf und erfüllt die Höhle mit warmem Licht. Der Wanderer hält seine kalten Hände über das Feuer und spürt langsam wieder Wärme. Der Wolf legt sich ruhig neben ihn. Seine Nähe gibt dem erschöpften Wanderer ein Gefühl von Sicherheit. Während draußen der Sturm weiter tobt, sitzen Mensch und Wolf gemeinsam am kleinen Feuer. Tief in der Nacht steht der Wolf leise auf. Der Wanderer schläft erschöpft neben dem kleinen Feuer. Langsam geht der Wolf zum Höhleneingang und blickt hinaus in den dunklen, verschneiten Wald. Dann verschwindet der Wolf lautlos im Schneesturm und läuft hinaus in die kalte Nacht. Im tiefen Wald bewegt sich der Wolf vorsichtig durch den Schnee und sucht nach Beute. Plötzlich entdeckt der Wolf ein kleines Kaninchen, das zwischen den verschneiten Bäumen sitzt. Blitzschnell springt der Wolf nach vorne und jagt das Kaninchen durch den tiefen Schnee. Nach einem kurzen Sprint gelingt es dem Wolf, seine Beute zu fangen. Mit dem Kaninchen im Maul kehrt der Wolf durch den verschneiten Wald zurück. Als der Morgen langsam beginnt, erreicht der Wolf wieder die Höhle. Still und vorsichtig betritt der Wolf die Höhle und legt seine Beute neben das Feuer. Der Wanderer öffnet langsam die Augen und bemerkt den Wolf, der mit einer Beute zurückgekehrt ist. Neben dem kleinen Feuer liegt ein Kaninchen. Der Wolf hat in der Nacht Nahrung gefunden. Dankbar streicht der Wanderer dem Wolf vorsichtig über den Kopf. Im sanften Morgenlicht bereitet der Wanderer das Kaninchen am kleinen Feuer zu, während der Wolf ruhig neben ihm liegt. Die ersten Sonnenstrahlen dringen in die Höhle und lassen den Schnee draußen golden glänzen. Am Höhleneingang bleiben der Wanderer und der Wolf stehen und schauen hinaus in die ruhige Winterwelt. Gemeinsam treten sie aus der Höhle hinaus in die weite, verschneite Landschaft. Der Wanderer blickt über den endlosen Winterwald und spürt neue Hoffnung. Zwischen Mensch und Wolf ist in dieser Nacht eine tiefe Freundschaft entstanden. Sie waren einst Fremde im Sturm, doch jetzt gehen sie als wahre Freunde in einen neuen Tag.